Willkommen zum zweiten Teil unserer einteiligen Serie zum Tag der offenen Töpferei. Das Thema sind Schalen. Kürzlich gab es ja den Film für die größeren Schalen. Das war sozusagen der Hauptgang. Und jetzt kommt ein Schälchen für die Vorspeise. Das lässt erahnen, es gibt vielleicht noch einen dritten Teil. Aber ich will nichts vorwegnehmen. Also, ich zeige euch aber zuerst mal, was aus der großen Schale geworden ist. Das ist hier Nummer 1. Ich hatte ja das Kontrastprogramm, die Struktur und der glatte Randstreifen oben, ne? Glasur reingekippt, bisschen verlaufen lassen und den Rest mit einer schön streichbaren Glasur nachgestrichen, weil ich wollte, dass der Rand auch Glasur hat und nicht ohne Glasur bleibt, weil er eben Kontrast ist zu der Rauigkeit hier unten. Also das ist Schale Nummer 1, die fertig ist, und sie hat natürlich einen kleinen Sprung, ist ja klar, ne? Und das ist Schale Nummer 2, einfarbig, also mit Schwarz zweifarbig. Grüne Glasur reingekippt, bisschen ausgeschwenkt. Ich brauchte nichts ausgießen, weil es war nicht sehr viel Glasur drin. Deswegen sind hier diese Laufspuren. Und ich fand diesen Kontrast zum Grün und Schwarz, finde ich sehr schön. Es blendet hier ein bisschen, sieht man nicht so gut. Und den Rand habe ich natürlich mit dem Pinsel nachgestrichen. So, das ist der Hauptgang. Und jetzt kommt die Vorspeise. Und da gibt es eine andere Technik, wie ihr eine Schale machen könnt. Vermutlich kennt ihr das vielleicht schon. Ist nichts Dickes, aber ich dachte, der Vollständigkeit halber werde ich das mal präsentieren. Ich bin hier nämlich am Schalen machen und habe ich gedacht, dann zeige ich euch das auch gleich mal. Also das ist hier so eine schöne Menge Ton. Die knete ich erstmal schön durch. Frisch aus dem Sack, ist ja keine Luft drin. Ich benutze diesmal keine Form, also keine Gipsform, sondern eine andere Form aus Styropor. Die zeige ich euch gleich. So. Ich bereite das zum Ausrollen vor und drücke das schon mal rund zurecht zu einer Scheibe. Und jetzt rolle ich da mit dem Nudelholz rüber. Schön gleichmäßig, zwischendurch mal abheben. So. Macht sich besser im Stehen. Ich stehe mal auf. So. Haben wir eine gute Wandstärke. Ungefähr ein halber Zentimeter wieder. Na, hier ist da noch ein bisschen dicker. So. Okay. Luftbläschen sind keine drin. Wenn Luftbläschen drin sind, dann seht ihr das, weil dann kommen hier so Bläschen hoch. Dann kann man mit einem spitzen Gegenstand da reinpicken in die Bläschen und die ein bisschen ausstreichen und nochmal mit dem Nudelholz rüberrollen. Und zack, ist alles in Ordnung. So, das ist jetzt hier eine Styroporform. Eine Kugel aus Styropor, bezogen mit einem Strumpf. Strumpf mit Laufmasche. Also etwas Saugendes drüber ziehen, das geht am besten mit so einem Feinstrumpf, weil der sich so anschmiegt und keine Falten macht. Man könnte auch Papier nehmen oder dickeren Stoff, aber das macht eben Falten. So, kann auch gut aussehen, ne? Aber ich will keine Falten, deswegen Strumpf. So, jetzt lege ich die Platte hier rüber, über diese Form. Ärmel hoch und vorsichtig anformen. Faltenfrei, wenn es geht, mit der flachen Hand, nicht mit den Fingerspitzen. Immer schön mit der ganzen Hand anformen und drehen. So. Gut, das habe ich gut gemacht. Jetzt brauche ich mein Messer, hier ist es. Und ich halte es hier waagerecht an und schneide so kurz über dem Rest hier ab. Waagerecht, ne? So, schön waagerecht und ruhig die Form spüren. Und schön waagerecht hier einmal
lang schneiden. Gleich bin ich rum. Zack. Und den Rest natürlich entfernen. So. Gleich zusammenkneten, dann wird er nicht unnötig hart. So. Mit dem feuchten Finger, ich habe hier Wasser. Da, Wasser. Finger feucht machen. Einmal hier die Kante entgraten, an der Kante entlang fahren. Und dabei vorsichtig an die Form andrücken. Jetzt steht das ja ein bisschen ab vom Zug des Messers. Und jetzt schmiere ich hier mit dem feuchten Finger lang. Eine Runde rum. So, drück nochmal schön an. Hol die Form hier raus und habe eine Halbkugel. Eine fast Halbkugel. Die packe ich jetzt beiseite, weil die sollte ein bisschen trocknen. Ich würde jetzt den Rand bearbeiten als nächstes. Ich habe da schon mal was vorbereitet, da hinten, da stehen schon ein paar. Und dass ich hier gleich weiter zeigen kann. Also die bleibt jetzt am besten so 2, 3, 4 Stunden stehen und kann ein bisschen anhärten. So, und ich habe hier mal was vorbereitet. Die steht schon 2, 3 Stunden, 4 Stunden auch. Warte mal, wann habe ich die gemacht? Ach, ist egal, 4 Stunden. So, jetzt mache ich die Finger wieder feucht, ne? Fingerspitzen. Und fahre hier einmal am Rand entlang, dass der schön aussieht. Es ist jetzt nicht exakt und ich persönlich finde das auch nicht schlimm. Natürlich kann man diese Variante auch in exakt machen, aber das dauert ein bisschen länger. Wir wollen mal nicht, also ich will es nicht so pinschiderig sein, ne? So, bis ich die ganze Schüssel hier schön habe, den Rand. So, einmal befeuchten und dann so halten und den Rand durch die Finger gleiten lassen oder die Finger da lang ziehen mit ein bisschen Druck. So, hier ist immer so ein Bubbel, der ist immer ein bisschen höher, weil wahrscheinlich das Messer da, ne, die Runde war da rum. Wen stört, gerne wegschneiden. Mich stört es jetzt nicht. Da kommen später die Augen rauf. So, jetzt habe ich den Rand hier schön gemacht. Nicht zu viel Wasser nehmen, sonst wird er zu schmierig. Und man streicht eher so an der Oberfläche rum, aber es soll sich ja ein bisschen auch die Masse bewegen und verändert werden. Deswegen nicht zu viel Wasser. So, ich glaube, ich habe jetzt zweimal meine Finger nass gemacht. So. Gut, so sieht es jetzt aus. Ein schöner, geschmeidiger Rand. Und jetzt würde ich sie wieder hinstellen. Das mache ich auch. Mache ich das? Ja, das mache ich. Ich stelle sie jetzt wieder hin und lasse, ich habe hier immer eine ganze Batterie voll Schälchen jetzt. Lasse die wieder eine halbe Stunde ungefähr stehen. Und da habe ich schon eine. Und dann ist das wieder ein bisschen angetrocknet. Und dann kann ich mit dem Pfannenwender, kann ich jetzt die Form verändern. Jetzt ist die Form sehr anfällig für Rakubrand, weil die eben sehr weit geöffnet ist und dadurch sehr spannungsreich. Und ich kann die Spannung jetzt etwas rausnehmen, indem ich die Form etwas nach innen bringe. Und das mache ich hier mit dem Pfannenwender. Ich hau hier so auf die Kante, dass sie so ein bisschen nach innen geht. Einmal so außen auf die Kante und gerne auch mal so schräg oben auf die Abschlusskante auch nochmal kloppen. Ne? So, das jetzt eine Runde rum. Diese Styroporformen gibt es ja in verschiedenen Größen, also größer und kleiner. Und je größer die Form ist, umso schwieriger wird es natürlich. Aber wenn man so eine ganz kleine Popelform nimmt, dann ist es auch nicht so einfach, ne? Das ganz Kleine ist fast genauso schwierig wie das ganz Große. Das ist so fummelig dann. Sehr fummelig.
So, jetzt habe ich hier so eine Form, die etwas geschlossener am Rand wird wieder. Und ich hoffe dadurch auch etwas rissresistenter. Ich zeige nochmal im Vergleich. Das war die Ausgangsform. Und jetzt ist sie halt so. Und früher war sie so. Ich habe hier reingekloppt. So, jetzt hole ich mir hier meine Töpferscheibe und stelle das Schälchen rauf. Guck, dass es eine schöne Standfläche hat. Und kann jetzt von außen nochmal schön machen. Mit dem Finger, mit dem Gummi. Also hier von außen. Und den Rand. Wenn sie jetzt noch etwas länger gestanden hätte, wäre sie auch so schön, dass man ohne viel Mühe innen alles schön glatt gestrichen kriegt. So, jetzt wo sie noch sehr relativ weich ist, ist das ein bisschen schwieriger. Ich muss also von außen gegenhalten und dann habe ich wieder von außen ein paar Fingerabdrücke vielleicht. Also immer zwischendurch schön ruhen lassen. Ich nehme mal meinen Gummi hier zur Hilfe und fahre hier mal außen lang. So. Diese Schalenform ist ohne Kontrastprogramm, die ist also durchweg glatt an der Oberfläche. Kann man natürlich ändern, indem man Struktur rauflegt, beim Anformen zum Beispiel. Oder hinterher reinkloppen. So, aber ich will das nicht. So, jetzt nochmal mit den Fingern. So, dann kommen zwei Kulleraugen. Zwei Murmeln. Ich muss mal hier an die Schüssel gehen, dann wird der Fokus auf die Schüssel gelegt und nicht auf mein Gesicht oder auf beides gleichzeitig. Dann erscheint die hier ein bisschen schärfer im Bild, ne? So, zwei Murmeln. Die drücke ich hier zusammen. Raue sie auf. Und suche mir die Stelle, wo es am unschönsten aussieht, das Randstück. Und genau da kommen die Augen auf. So, jetzt gucke ich mal. Von innen, ja, hier. Da raue ich auch hier auf. Mache das ein bisschen nass. Augen rauf. Forme sie vorsichtig an die Schüssel an, drücke sie vorsichtig an, dass die Augen später nicht abfallen, ne? So. Hier vorne mache ich jetzt gar nichts, dann schmiere ich viel kaputt, aber hier hinten ziehe ich die Masse vom Auge runter zur Schüssel. Mit dem Hölzchen. Oh Gott, muss ich heute krumm sitzen. So, normalerweise mache ich das ja auch so. Halt sie so fest, leg die Augen hier auf dem Finger. Dann kann ich sie schön ein bisschen umdrehen, gucken, was sich da wieder für Schandtaten noch auftun. So, und dann schmiere ich das hier so. Vom Auge zur Schale von außen, weil die Augen gucken nach innen. Die gucken in die Schüssel rein. So, jetzt habe ich hier noch die Kante, den Rand, da. Und da mache ich auch mit viel Gefühl, schmiere ich da ein bisschen vom Auge runter, beidseitig. Und dann verstreiche ich das alles mit einem Pinsel. Da das ordentlich aussieht. Dort ist ein bisschen fummelig.
Und ich sage euch, je kleiner die Schale, umso fummeliger wird die ganze Sache. So, sind sie dran. Und ich klopfe nochmal vorsichtig. Klatsche ich hier nochmal fest. Feuchten Finger nochmal drüber. So. Habe ich das Stäbchen für die Pupille. Ich drücke jetzt hier die Pupille rein. Aber das kennt ihr ja, ne? Pupille rein. Augenlid ran. Wer mich kennt, kennt das Spiel. So, nochmal alles checken, ob alles hübsch ist. Und dann mache ich das ganz gerne so, dass ich die Schüssel, jetzt ist da hier der Rand vielleicht ein Tick zu hoch für die Augen. Ich möchte gerne, dass die Augen in die Schüssel richtig reingucken. Dann bringe ich das hier noch ein bisschen in Form, verändere praktisch den Boden. Jetzt könnte man auch genau diese ganze Öffnung auch noch verändern, indem man hier irgendwie noch Wellen reinmacht oder irgendwas. Das will ich aber nicht, das bleibt so, das ist wunderschön und ich hoffe, euch gefällt es auch. Und denke dran, es ist dieses hier, ist ein Original aus Saal. Auf Wiedersehen und Dankeschön.